Noch immer befinden wir uns im White Sands National Park und genießen den wunderschönen Tag dort mit den Sanddünen, aber auch die obligatorischen Autoprobleme dürfen mal wieder nicht fehlen. Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Sehen, ich dachte, komisch läuft es raus. Okay. Wir haben jetzt heute, glaube ich, in der Spitze 16 Grad oder 17 Grad. 16. Und Rio zieht sich jetzt schon in den Schatten zurück. Oh je, Mine. Wir sind gespannt, wie es in Mexiko mit ihm wird. Für uns geht es jetzt dann gleich wieder zurück in den White Sands National Park. Weil wir gestern, wo wir gefahren sind, ist die Sonne Richtung, ja, es war schon Sonnenuntergang oder der Beginn vom Sonnenuntergang und die Lichtstimmung war einfach genial. Und außerdem wollen wir heute mit einer Schleppleine reingehen, damit Rio, wenn wir weiter weg sind von den Leuten, sich richtig austoben kann. Ja, ohne dass wir hinterher rennen müssen, bergab und bergauf. Das macht, glauben wir, deutlich mehr Sinn. Ja. Genau. Bis dahin genießen wir jetzt hier noch unseren Tee. Wir waren heute Morgen schon ein bisschen im Zwiespalt, wie wir weitergehen sollten. Unser ursprünglicher Plan war, die Route 66 zu fahren. Jedoch ist bei der Region Flagstaff nachts minus 12 Grad und es wird auch nicht besser. Der Grand Canyon hat Minusgrade und es schneit auch demnächst dort. Und zumindest waren da ein paar Tage mit Schnee eingezeichnet. Ja, deswegen haben wir uns ja entschieden, auch den Weg südlich einzuschlagen zu diesem San Lorenzo Canyon, zu dem Slot Canyon, zu dem White Sands National Park, wo wir jetzt gerade sind. Und überlegen jetzt, was das Sinnvollste ist für uns, da die Gradzahl auf der Route 66 nicht besser werden, sondern eher schlechter oder gleichbleibend, sagen wir es so. Ob wir jetzt Richtung Westen einfach südlich von der Route 66 weiterfahren, da kommen auch ein paar Punkte, die wir gerne sehen möchten. Im südlichen Arizona dann landen, genau, bis Phoenix. Da wäre es von der Temperatur auch gut, solange man nicht in das Gebirge fährt, was natürlich die spektakulären Sachen hat, die wir auch sehen möchten. Aber unter anderem käme nach Arizona auch der Joshua Tree Park, den Tobi super gerne sehen möchte. Und danach eben auf die Baja California zu fahren in Mexiko. Oder ob wir jetzt nochmal Richtung Texas, also Richtung Carlsbad Caverns. Carlsbad. Ob wir da hinfahren und dann über Texas nach Mexiko einreisen, also schon viel früher als geplant, einfach um diesen Temperaturen zu entkommen. Wir sind uns irgendwie ein bisschen unsicher, wie wir die Route legen möchten. Und also der ursprüngliche Plan war ja über die Baja California dann runterzufahren in Mexiko rein. Und das andere wäre halt jetzt wirklich, und dann wahrscheinlich beim Rückweg quer durch Mexiko und dann die Sehenswürdigkeiten halt auf dem Rückweg mitnimmt. Das Problem ist halt, wenn wir jetzt schon den Teil vom Rückweg machen, dann haben wir danach in den USA einen riesen Rumgespringe zwischen den Sehenswürdigkeiten. Was es eh schon ist, weil einfach die Entfernung... Also wir werden so oder so immer im Zickzack dann nach Norden wahrscheinlich hochfahren nächstes Jahr. Aber ja, wird es halt noch vergrößern, je nachdem, was wir halt jetzt noch alles in den USA machen könnten. Ich meine, unser Visum läuft ja noch in 2 Monate. Ja, das ist gerade unsere Gedankenwelt. Ja. Und ja, wir müssen morgen, wenn wir das Video hochladen, schauen wir mal mit WLAN, wirklich mit, keine Ahnung, im Detail, was wir machen, was am meisten Sinn macht. Und was auch für uns sich gut anfühlt. Das ist ja auch das, ich meine, wir haben jetzt die Zeit, eigentlich das ja noch 2 Monate in den USA zu bleiben, was ja an sich wenig Zeit ist, aber auch viel Zeit, um viel auch sehen zu können. Ja, wir müssen uns, glaube ich, erstmal nochmal ein bisschen neu sortieren, weil wir einfach auch noch nicht so weit sind, gedanklich, glaube ich. Weil es einfach eine festgelegte Route in unserem Kopf war, also nur in unserem Kopf. Und wir jetzt so sehr davon abweichen, weil die Temperaturen, also morgen wird es hier wieder 10 Grad tagsüber und die Nächte sind einfach wieder -1 und das, also man gewöhnt sich, also wir sind ja mittlerweile schon an die -1 gewöhnt oder -1 bis -4 ist ja eigentlich jetzt schon unser
normales Standardprogramm. Ja. Aber wir sehen uns einfach ein bisschen mehr nach Wärme, so wie heute jetzt, also so tagsüber. Ja, das ist so das Minimum, was ich gerne tagsüber hätte, also diese 16, 17 Grad. Ja. Und ich sehe mich einfach nach der Wärme am Ozean. Egal ob Pazifik oder Atlantik, ist mir eigentlich wurscht, aber einfach diese konstante Wärme. Da wäre die Bar ja doch gut. Grundsätzlich. Ja, also wenn ihr das hier seht, werden wir uns in der Zeit schon entschieden haben. Aber ja, das ist die aktuelle Situation bei uns. Es hat sich heute auf jeden Fall nochmal gelohnt, hierher zu kommen. Allein, wenn man sieht, wie Rio sich freut, was definitiv wert. Jo, bleib. Jo, sitz. Was möchtest du sein? Ich bin der Kreis. Fang an. Sicher? Ja. Kannst du das bitte bei jedem Kreis jetzt so machen? Ich glaube, es gewinnt keiner. Meine letzte Pirouette. Und, was sagt ihr? Ziemlich eindeutig. Eindeutig unentschieden, falls man es erkennt. Für die Performance gewinnst du. Nur deshalb mache ich es. Klapp zu. Letzte Hand zu. Wow! Wow! Und jetzt bist du dran. Nee. Doch, komm. Man muss dazu sagen, sie hat den Fotorucksack. Oh, jetzt habe ich wieder über Sand.
Wir sind jetzt kurz hinterm White Sands National Park bei der Laundry und heute Morgen habe ich festgestellt, dass wir Kühlmittel verlieren. Und ja, ich habe jetzt hier die Zeit genutzt bei der Laundry und wollte einfach nur mal Kühlmittelstand kontrollieren. Und hier sieht man, dass ein Tier am Werke war. Unten sind noch die Fetzen und ich denke mal, dass vorne irgendein Tier im Motorraum war und ja, bestimmt in einen Schlauch reingebissen hat. Weil wir haben echt viel verloren. Vor allem wir standen über Nacht und es hat heute Morgen noch rausgetropft. Jetzt fülle ich mal ein bisschen destilliertes Wasser auf. Das haben wir heute Morgen noch extra gekauft. Kühlmittel haben wir noch und ja, wir fahren jetzt dann gleich zum Tanken und dann wieder zurück auf den Platz neben dem White Sands National Park mit dem schönen Sonnenuntergang. Und ja, dort werde ich dann mal die Motorhaube wieder ausbauen und schauen, wo das, ich weiß nicht mal was für ein Tier, wo das Tier reingebissen hat und ob man das flicken kann so. Oder ob wir einen neuen Schlauch brauchen. Dass es nur da oben war? Nee, weil wir das Leck hier vorne hatten. Oh nee. Also es ist wirklich auf der Rückseite vom Kühler praktisch runtergelaufen. Und ja. Schön. Super. Wenn Du das bist Auto hält super durch, aber das blöde Tier, vor allem wir haben auf dem Walmart-Parkplatz geschlafen heute. Ja. Also heute ist Black Friday und wir dachten, bei den Lebensmitteln gibt es auch gute Preise. Naja, da hat sich nichts getan. Und ja. Aber du willst doch immer Wildtiere sehen. Ich habe es ja nicht gesehen, ich habe nur die Auswirkungen gesehen. Ja. Also es ist Gott sei Dank nur Wasser, deshalb ist es egal, wenn jetzt ein bisschen was daneben geht. Weil wir haben ja Minusgrade, also sollte auf jeden Fall nicht nur Wasser sein. Aber wir haben noch, ich glaube, 3 Liter Kühlmittel dabei, weil wir das von Deutschland noch hatten. Und ja, also passt das alles. Mittlerweile sind wir wieder an einem Platz angekommen, an dem wir vor 2 Tagen schon zweimal standen, beziehungsweise vor 3 Tagen. Allerdings sind wir jetzt nicht mehr vorne in erster Linie am Wasser, sondern in zweiter Linie, weil zu viel los ist und alle Plätze belegt sind. Und hier werde ich jetzt auf jeden Fall mal den Spuren des Tiers auf den Weg gehen und hoffen, dass ich es flicken kann. Weil sonst ist es echt blöd. Also, was heißt es blöd? Dann müssen wir halt einfach einen Kühlmittelschlauch oder so kaufen in der entsprechenden Durchmesser. Aber ja, es wäre einfacher ohne. Jetzt können wir schauen, wo es herkommt. Hier irgendwo kam es her. Also von oben schaut es soweit eigentlich dicht aus. Das heißt, ich lege mich jetzt unter das Auto, weil es wahrscheinlich irgendwo vorne im vorderen Teil vom Kühler oder so ist. Wahrscheinlich die Zuleitung oder sonst was vom Kühler. Das Komische ist, wir sind jetzt gefahren und da, wo es vorher rausgetropft hat, ist es jetzt getrocknet. Das kann doch gar nicht sein. Das ist ein Schwachsinn, echt. Ich hoffe, man sieht's. Hier ist es halt runtergelaufen. Ein bisschen feucht ist es noch. Wenn man der Spur nach oben folgt, sieht man, dass es dicht ist. Das kann doch gar nicht sein. Wie man sieht, schauen die Schläuche alle wirklich relativ gut aus. Man muss dazu sagen, oben der geflickte, das war die Werkstatt, wo wir mal mit dem Auto waren, damit die vorne das Bodenblech reinschweißen. Die haben den Schlauch angeflext und ja, ihn gibt es nicht mehr neu, also haben sie es repariert. Was uns ziemlich geärgert hat. Aber ja, es ist bis jetzt dicht gewesen, also daran wird es jetzt nicht liegen. Also ich kann echt nicht sagen, wo es herkommt. Das, was ich jetzt alles gesehen habe, das schaut alles dicht aus. Ich habe gesehen, also man sieht ja die Spur, wo es runtergelaufen ist, aber oben drüber verliert es nichts. Und da wir standen, wo wir so viel verloren haben, kann es auch nicht sein, dass es durch den Fahrtwind hintergedrückt wurde. Weil es ja gestern war es noch dicht und heute Morgen hatten wir die Pfütze. Jetzt, keine Ahnung, nicht, dass ein Tier einfach nur drin war und hingepinkelt hat am Ende. Wobei es auch ein Zufall wäre, wenn wir dann Kühlmittel auffüllen mussten. Aber ja,
Wir werden es jetzt einfach weiter beobachten und hoffen, dass wir dann, wenn dann, was sehen. Oder, ja, keine Ahnung, einfach nichts mehr verlieren. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Und andere LT-Fahrer haben mal gemeint, sie sitzen die Probleme aus, weil die sich irgendwann alle von selbst erledigen. Und ich glaube, so langsam ist bewahrheitet sich. Es ist wirklich so. So, nachdem jetzt das Ganze mehr oder weniger umsonst war, geht es jetzt wieder ans Einbauen von der Motorhaube. So, bevor ich das einbaue, zu einem Überfluss. Ich habe draußen alles schön in den Windschatten vom Auto gestellt. Natürlich hat der Wind gedreht und Sitz, alles ist umgekippt. Die Sarah hat jetzt währenddessen das Auto aufgeräumt und der Einzige, der glaube ich wirklich Spaß hatte, steht gerade vor mir. Rio. Ups. Steht hier. Okay. Er hat nämlich da hinten ein Loch gebuddelt. Aber ja, die Tage gibt es leider auch. So, jetzt ist alles wieder drin und nachdem wir heute eigentlich relativ viel geschafft haben, bis auf das Leck finden, aber wir haben ja Wäsche gewaschen, waren einkaufen für die nächsten Tage, haben getankt, Wasser aufgefüllt. Gut, Sarah hat jetzt alles verräumt, einen Bus sauber gemacht, ich habe Öl geprüft, Kühlwasser und so weiter. Habe halt gleich die Chance genutzt. Und ja, ab jetzt heißt es dann für uns erstmal Richtung Westen fahren. Weil hier hinten, hinter mir, kommt schon Schnee auf den Bergen. Also wir haben heute auch schon Autos gesehen mit Schnee auf dem Dach. Und ja, wir wollen ja in die Wärme, wie letzten Winter. Und ja, deshalb fahren wir jetzt Richtung Westen, ab Phoenix ungefähr. Also in Arizona sollen wir angeblich 23 Grad tagsüber haben. Außer, ich glaube, in 1,5 Wochen, da kommt wieder eine Kältewelle, geht es dann auf 13 runter. Unterwegs werden wir dann einige Nationalparks machen und dann irgendwann Richtung Süden und Mexiko abbiegen. Du, Rio, komm. Gestern Abend hat Rio übrigens im Auto angeschlagen und wir haben immer rausgeschaut und gesagt, da ist nichts. Und jetzt vermuten wir natürlich, dass dort das Tier im Motorraum war und er darauf reagiert hat. Das nächste Mal sollten wir einfach lernen, auf den Hund zu vertrauen und auch wirklich nachzuschauen bzw. zu hören, ob da was ist. Weil oben am Ausgleichsbehälter ist definitiv ein Tier dran gewesen. Ja, nur das andere. Vielleicht hat es auch nur reingepinkelt, aber keine Ahnung, wissen wir nicht. Wir werden es sehen. Vielen Dank fürs Anschauen von unserem Video. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt mit einem Kommentar, Abo und Like und wir sehen uns nächste Woche wieder.